Willkommen im Tartaria Channel. Heute möchte ich dir eine interessante Perspektive vorstellen, die das Anu beschreibt. Dies ist wie bei allen Videos aus verschiedener Ansicht zu verstehen, dennoch freuen wir uns über deine Meinung dazu. Mein Name ist Steven und ich freue mich, dich wiederzusehen. Halten wir uns nicht so lange auf und stiefeln mal los in die Welt des Anus. Diese leuchtende Schlange trägt die lebendige Lichtvorlage, durch die Pyramide des Feuers im Herzen des Orion. Die Schlange ist ein Laserstrahl aus lebendigem Licht, wie der Wirbel des Plasmafelds des Orionnebels. Dieser Wirbel dreht in sich selbst zurück und das Universum ist geboren. Das Trapez des Orion hat ein Auge in seinem Zentrum. Dieses Auge ist das Portal oder der Wirbel in unserem lokalen Raum. Dieser Wirbel ähnelt dem Ich, durch das die leuchtende Schlange ihr Bewusstsein projiziert. Die Pupille des Auges im Zentrum des Wirbels ist das Anu. Das Anu faltet und bildet platonische Geometrien innerhalb des Lichtkörpers, der sich dann in den Elektronenhüllen der Atome manifestiert. Das Anu kann als das universelle Herz aller Lebewesen gesehen werden, den Galaxien im Universum selbst. Innerhalb den absurden Wirbeln beginnen kleine Tornados aus wirbelnder und spiralförmiger Energie zu bilden. Die Wirbel sind wie die kleinen Eddies in einem Fluss und die natürlichste Fließform für Flüssigkeiten. Wenn sich zwei dieser Wirbel mit ihren Trichtern verbinden, bilden sie einen Torus. Der Torus ist eine einzigartige Strömungsform in der Hydrodynamik. Er ermöglicht es Flüssigkeiten auf derselben Oberfläche des Torus nach innen und außen zu spiralisieren. Es handelt sich um eine sehr stabile Strömungsform. Die einzelnen Torus-Donuts können ineinander verschachtelt werden. Der Anu ist ein siebenfach verschachtelter Torus. Einige Torusse drehen sich im Uhrzeigersinn und andere gegen den Uhrzeigersinn. Diese unbenutzten spezifischen Familien von aggregierten Gruppen in der physischen Materie haben zwei Arten von Einheiten, die geboren wurden. Sie wurden beobachtet, dass sie wie in allem die Richtung ihrer Wirbel und der Kraft, durch die sie fließt, gespeichert werden. Die eine ist wie eine Quelle, aus der Wasser heraussprudelt, das andere ist wie ein Loch, in dem die Materie verschwindet. Das jüngste, das Uratom, ist die kleinste Einheit der Materie und es ist das siebte sich drehende Torus, Herz im Zentrum aller Materie und Manifestationen. Das Anu baut alle Atome, Moleküle und chemische Einheiten. Die Anu in den Nebelwolken synthetisieren und fördern die Entwicklung von Molekülen, die für den Ursprung des Lebens benötigt werden. Die Verschachtelungen von Torus-Donuts erfordert, dass die Wirbelkegel des Torus mit den Phasen der platonischen Festkörper ausgerichtet sind. Alle platonischen Körper können ineinander geschachtelt werden. Es ist die Verschachtelung der platonischen Festkörpern, die die Elektronenhüllen des Atoms erzeugt. Die Elektronen in den Elektronenhüllen korrespondieren mit den Wirbeln, die in platonischen Symmetrien verschachtelt sind. Die Pi-Spirale ist die einzige Möglichkeit für das Universum, sich zu verschachteln und sich selbst zu organisieren. So kann die stabile Materie gebildet werden aus der elektromagnetischen Energie als eine Form der reinen Welleninterferenz. Elektromagnetische Energie in einer geraden Linie ist das, was wir Licht nennen. Wenn dasselbe Licht sein eigenes Ende um die Oberfläche des Torusform jagt, nennen wir es Materie. Die Spiralen der goldenen Mitte der Torusform binden sich schließlich zu einem perfekten Nullpunkt im Kern des Wirbels, der mit dem Atomkern zusammenfällt. Wenn die Donuts ineinander verschachtelt werden, um die Elektronenhüllen des Atoms zu bilden, ist es die einzige Voraussetzung, um diese Form der zerstörungsfreien Interferenz fortzusetzen, dass diese Donuts gemäß der platonischen Festkörpergeometrien ausgerichtet sind. Wenn diese verschachtelten Donuts innerhalb des Atoms nach den platonischen Festkörpersymmetrien angeordnet sind, strömen alle Wellen in das Zentrum des Atoms und erzeugen sich wiederholende, rekursive oder fraktale Muster, die nicht nur die Elektronenhüllen formen, sondern auch den Kern. Schließlich verschwinden die fraktalen Muster in einem Nullpunkt im Atomkern.
Die fraktalen Muster, die das Atom formen, formen auch unsere Planeten und Sterne. Tatsächlich formen sie das gesamte Universum. Wenn also das Universum im Wesentlichen ein Hologramm ist und es nur ein Prinzip gibt, das alles formt, von den Atomen bis zu den Planeten und Sternen und dem ganzen Universum, sollten wir Beweise für diese platonischen und Donutstrukturen in allen Teilen des Universums finden. Dieses holographisches Prinzip des Universums wurde erstmals von dem alten Griechen Hermes als eines der 7 hermetischen Prinzipien erwähnt, wie oben so unten, wie unten so oben. Was Hermes damit meinte war, dass es eine Korrespondenz zwischen den verschiedenen Ebenen der Existenz, dem Makrokosmos und dem Mikrokosmos gibt. Das hermetische Prinzip sagt uns, das, was wir draußen im Universum sehen, in den Galaxien, Sternen und Planeten, finden wir auch in einem kleineren Maßstab der Atome. Die jüngsten Entdeckungen der Astrophysik haben auch gezeigt, dass die platonischen Geometrien auch in der Anhäufung von Galaxien zu finden ist. Superhaufen sind entlang von Linien versammelt und bilden an den Schnittpunkten mindestens 4 lokale identifizierte Oktaeder, die an ihren Spitzen in einer Art kristalline Muster verbunden sind. Zwischen und innerhalb dieser Oktaeder sind Ansammlungen von Galaxienlinien, die Sternensysteme verbinden und zusammen eine Linse schaffen, durch die das Bewusstsein seine Wahrnehmung projiziert, und die niederen Dimensionen wie beim Eintritt und der Umwandlung der Sterne in der magnetischen Geometrie, die sie im dielektrischen Plasmafeldes erzeugen. Es sind Portale und Gliedmaßen in andere Dimensionen. None of these deities existed, all right? None of these deities existed. Not one of them. None of these deities existed. Not Jesus, Zeus, Kronos, Baphomet, St. Peter, Maat, Osiris. None of them. You see, Jesus' father was Joseph, father Seth. Zeus's father was father Time, Kronos, Saturn. So father Seth, father Saturn. Then you have Odin and Osiris. The mother of Horus is Isis the moon. The mother of Jesus is Maria the moon. Virgin Mary stands on the moon. She's always standing on a crescent. Well, this is Maya, the mother of Buddha. So you have Maria, Rhea, and Freya. Freya, F-R-I-A. This is where you get the word Friday. This is Thursday, Friday, Saturday, Surtur. Sunday, Monday, Saturday. So there you have it. And Odin is where you get Wednesday, Woden's Day. Odin or Woden, W-O-D-E-N, Woden's Day. That's what we say Wednesday, Thor's Day, Friday. Your days of the week are based off Norse mythology. If you didn't know that, you're so behind. So Anu was Uranus, the heaven. Ki is the earth, Gaia, Geo, geography. Geb was the earth in Egypt. Now guess what? Sith Lord is Uranus, heaven, and Shmi this is Anu, and this is Ki. That's why her name was Shmi. That's the mother of Anakin. So heaven, Anu and Ki make Anunnaki. Anu and Ki, Anunnaki. So Anu and Shmi make Anakin. Because Ana is Anu and Ki. That's Anu and Ki. Anukin. Anukin. Anu and Ki. Anuki. Anu and Ki is Sith Lord and Shmi. Okay? Simple. Sith Lord and Shmi make Anakin, Darth Vader, the chosen one. You were the chosen one, Anakin. Remember? Obi-Wan Kenobi calls Anakin the chosen one. He's the son of God, of Uranus, of Urano. Because Inky, and Enlil, that's why you have good and bad. So look, this is in Greece. Heaven was called Uranos. That's how you say heaven in Greek. You could look it up on Google. How do you say heaven in Greek? It's Uranos. That's because it represented Uranus. Now, this is why. Well, there you can see Uranus was called heaven. This is earth below. And then you have
the moon, Mercury, Venus, the sun, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Neptune is called Poseidon, and it's because Poseidon rules the ocean. It's the crystalline sea. And this was called Anu in Mesopotamia. So there's Anu and Ki, and they create Anunnaki. This is Father Sky, Mother Earth. They have a children, and that's that. Well, in Egypt, you had Nut, which is heaven, and Geb was the earth, and they have Osiris and Isis. So those were the twins. Isis and Osiris were brother and sister, but they're male and female in Egypt, Osar and Osset. Well, the Sith Lord, Darth Vader, is Saturn, and this is Shmi, and they have Anakin, but then Anakin and Padme have Luke and Leia. There's always twins. This is Enki and Enlil. These are the twins. The Anunnaki was Enki and Enlil, the two brothers. There's two brothers here. There's Osiris and Set. So there was actually 4 children: Osiris, Isis, Nephthys, and Set. And see, you have heaven above all the way to the earth below. So we came from, it says in Luke 10:18 that Lucifer came down like lightning. Well, that's because we come down from Uranus all the way to earth. See, we are the Anunnaki. Anu and Ki create the light children, those from heaven who came to earth. It says the Nephalim. In Hebrew, Nephal means fallen. So the Nephalim, they fell from an invisible eternal body to a visible temporal body. It says in the Bible, keep your eyes fixed on that which is unseen, for that which is unseen is eternal, and that which is seen is temporal. So the earth is temporary. That's why earth was created. Then God created the earth, because first it was without form and void. So magnetism is always eternal, and magnetism creates electricity. It creates that which is physical, which is electromagnetic things. Anything that is visible and physical is temporal. That which is invisible and non-physical is eternal. That's where we come from. So we literally are from the stars, but we're of the earth. People say, I'm from Sirius. Sure, you're from the stars, but you're still made up of the elements of the earth. You're both of them. You're the Anunnaki, you're Anu and Ki. You're from the stars of the earth. Our magnetic field creates everything that is physical. The sunflower has the magnetic field. Merkaba is your body. See that?